Roma und ich fuhren wahnsinnig schnell unter Alkoholeinfluss. Dann hat uns die Polizei angehalten und wollte uns festnehmen. Als sie aber zu mir und Roma kamen, haben wir einfach so unschuldig getan und mit dem Polizisten geflirtet. Er hat uns schließlich einfach gehen lassen. Ich weiß nicht, wie ich den Mut dazu hatte. Es war nicht so geplant, Mama, aber wir wollen nicht ins Gefängnis. Ja, du setzt eben die Fähigkeiten ein, die dir deine Mutter gegeben hat. Hast du noch eine ihrer Nummern? Mama? Oh mein Gott. Die sind viel jünger als du. Warum nicht? Deine Mutter könnte etwas jugendliche Energie gebrauchen. Und wie steht's zwischen dir und Papa? Redet ihr noch miteinander? Na ja, du kennst deinen Vater. Er ist mit einer jungen Tussi durchgebrannt. Er wird sich nie ändern. Und die Männer fragen sich, warum wir verrückt sind. Es tut mir leid, Mama. Ich hätte das gar nicht erst ansprechen sollen. Kein Problem, Schatz. Er ist immerhin noch dein Vater. Und wie sieht's bei dir aus, Sarah? Gibt's Neuigkeiten? Hast du jemanden? Ja, ich treffe mich tatsächlich mit jemandem. Es ist eine neue Beziehung, aber sie sieht vielversprechend aus. Er ist etwas älter als ich. Was macht das schon? Alter ist nur eine Zahl. Wie heißt er? Was macht er beruflich? Und wie viel verdient er? Er heißt Max. Er leitet die Baufirma seines Vaters. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel er verdient. Schatz, du musst diese Dinge wissen. Sie sind wichtig. Wann kann ich ihn kennenlernen? Wie wäre es jetzt gleich? Du hast ihn eingeladen? Er wird nur kurz bei mir sein. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Zeit mit dir verbringen möchte, während ich in der Stadt bin. Lass mich ihm vorstellen. Hallo du Hübscher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an der richtigen Adresse bin. Ich suche nach Sarah. Sind Sie Frau Hoffmann? Das kommt darauf an, sind diese Blumen für mich oder für meine Tochter? Natürlich für Sie. Gute Antwort. Komm rein. Hey, diese Blumen sind für dich. Es ist okay. Mama, komm mal her. Ich möchte dir Max vorstellen. Ja, wir haben uns schon an der Tür getroffen. Ein charmanter Kerl. Er hat mir Blumen gebracht. Nun, ich werde euch mal alleine lassen. Ich habe Papa noch nicht mal angerufen. Er weiß noch nicht, dass ich in der Stadt bin. Also Max, wie alt bist du? Ich bin 31, Frau Hoffmann. Bitte, nenn mich Lisa. Also, ich bin 31, Lisa. 31? Das ist ein gutes Alter. Du weißt, meine Tochter ist erst 20, oder? Ja, das ist mir bewusst. Ist das für Sie in Ordnung? Es ist okay. Ich finde es nur irgendwie lustig. Du bist eigentlich näher an meinem Alter als an ihrem. Ich bin 40. Oh, damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Du wirkst nervös. Ich nervös? Nein. Mache ich dich nervös, Max? Es ist okay, wenn ja. Mir wurde gesagt, ich sei eine attraktive Frau. Was denkst du? Ja, Sie sind attraktiv. Nicht dein bevorzugter Frauentyp? Ich bin mir nicht sicher, worauf Sie hinaus wollen. Aber das sind komische Fragen. Ich date deine Tochter. Stieftochter. Sie ist meine Stieftochter, nicht meine leibliche Tochter. Ich habe sie zwar ihr ganzes Leben lang großgezogen, aber sie ist nicht meine echte Tochter. Okay, das wusste ich nicht. Hattet ihr ein gutes Gespräch? Ja, wir hatten ein großartiges Gespräch. Ich mag ihn. Ich habe ihm gesagt, dass er das Wochenende bleiben kann, wenn er möchte. Das ist großartig, Mama. Max, jetzt musst du nicht im Hotel übernachten.
Ja, das ist super. Nun, ich werde euch jetzt alleine lassen. Ich habe noch einiges zu tun. Was hältst du von Mama? Nicht das, was du erwartet hast? Definitiv nicht das, was ich erwartet habe. Sie. Sie ist ein bisschen verrückt? Ja, genau. Ja, das ist meine Mama. So verrückt sie auch ist, ich liebe sie. Ich wusste nicht, dass sie nicht deine leibliche Mutter ist. Ja, sie ist die einzige Mutter, die ich kenne. Sie ist die Frau, die mich großgezogen hat. Aber hey, das ist wirklich aufregend. Jetzt kannst du das Wochenende bei uns verbringen. Ja, das ist großartig. Bist du bereit, zum Abendessen zu gehen? Ja, lass uns hier verschwinden. 3 Uhr morgens. Du bist spät dran. Oh mein Gott. Lisa, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Was machst du so spät noch? Ich hatte einen Albtraum. Ich konnte nicht schlafen. Hast du jemals einen Albtraum, Max? Kennst du die Sorte, die dich die ganze Nacht wach hält? Ich war an diese Albträume gewöhnt, aber nicht mehr. Wie bist du sie losgeworden? Ich weiß nicht, sie sind einfach von alleine weggegangen. Nun, du bist ein Kerl. Es fällt dir wahrscheinlich leicht, sich nachts sicher zu fühlen. Eine Frau wie ich braucht einen Mann, der ihnen Trost spendet. Hör zu, Lisa. Diese ganze Situation gibt mir wirklich das Gefühl. Es ist immer eine verbotene Frucht, die am besten schmeckt. Du denkst wahrscheinlich, ich bin verrückt, nicht wahr? Nein, ich glaube nicht, dass du verrückt bist. Glaubst du, dass ich eine beschädigte Ware bin? Nein, das glaube ich auch nicht. Was denkst du über mich, Max? Ich denke, es ist Zeit für dich, ins Bett zu gehen. Wow, das war eine langweilige Antwort. Ich dachte, du wärst etwas abenteuerlustiger. Lisa, ich weiß nicht, wohin du mit all dem willst, aber ich date deine Tochter. Stieftochter, ich habe dir schon mal gesagt. Außerdem habe ich nicht vor, dich von ihr zu stehlen. Ich wollte nur fragen, ob du mich ins Bett bringen möchtest. Ich warte drinnen auf dich. 3 Monate später. Mama? Deine Kleidung ist im Trockner. Kannst du sie in mein Zimmer werfen, Schatz? Oh mein Gott. Meine Mama ist schwanger? Guten Morgen, Schatz. Ich wollte dir etwas zeigen, das ich in Mamas Jeans gefunden habe. Was ist das? Ist das, was ich denke, dass es ist? Ja, und in Mamas Jeans. Ich wusste gar nicht, dass sie in ihrem Alter noch schwanger werden kann. Ja, ich auch nicht. Hey Schatz, wo hast du das her? Mama, du bist schwanger? Ich weiß nicht, Sarah. Frag doch Max. Moment. Du wusstest davon? Was? Nein, ich hatte keine Ahnung. Oh ja, sicher hatte er keine Ahnung. Also, 1 plus 1 ergibt 2, oder Max? Max, wovon spricht sie? Wusstest du, dass sie schwanger ist? Nein, das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Nun, in dem Teil sagt er die Wahrheit. Aber er sollte eine Ahnung haben, denn er ist derjenige, der keine Verhütung benutzen wollte. Max, wovon redet sie? Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht. Wirklich. Max, deine Verlobte möchte wissen, was hier los ist. Warum sagst du es ihr nicht? Sag es ihr. Ihr was sagen? Es gibt nichts zu sagen. Was ist los mit dir? Schatz, Max und ich schlafen seit Monaten miteinander. Was? Max, sag dazu etwas. Es tut mir leid, Schatz. Ich wollte es dir sagen. Es war ein Fehler. Es war nur einmal. Ich wusste einfach nicht, wie ich es dir sagen sollte. Einmalige Sache? Du meinst, einmal pro Woche?
Wann war das letzte Mal? Lass mich nachdenken. Letzten Dienstag. Weißt du noch, als Max mir eine Mitfahrgelegenheit zur Arbeit angeboten hat? Nun, er hat mir viel mehr als nur eine Fahrt gegeben. Oh mein Gott, das ist widerlich. Max, wie konntest du? Pack deine Sachen und verlass mein Haus. Und Mama, mir fehlen die Worte für dich. Ich habe auch keine Worte für dich, Max. Auf Wiedersehen. Es hat Spaß gemacht, solange es gedauert hat, aber ich denke, alle guten Dinge müssen ein Ende haben. Jetzt, wie meine Tochter dir gesagt hat. Pack deine Sachen und verlasse dieses Haus sofort. Hallo. Hallo Peter, bist du draußen? Ja, ich bin gerade angekommen. Soll ich reinkommen? Nein, gib mir noch 5 Minuten. Ich werde jetzt duschen und dich zurückrufen, wenn ich fertig bin, okay? Okay, ich warte. Ihr geht jetzt? Ja, Schatz. Mama, bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst? Ja, Schatz, warum kommst du nicht? Es wird Spaß machen. Nein, ich kann nicht. Ich muss bleiben und mir überlegen, was ich zum Mittagessen mache. Ich will Pizza. Oder vielleicht ein paar Cheeseburger? Okay, das mache ich. Beeilt euch einfach und verschwindet von hier, okay Leute? Okay, wir gehen. Tschüss, liebe dich Mama. Bis später meine Liebe. Tschüss Jungs, nehmt euch Zeit. Hallo. Hey Liebling, Sie sind gegangen. Sie sind gegangen? Was meinst du? Tut mir leid, ich komme gerade aus dem Badezimmer. Du kannst jetzt jederzeit reinkommen. Okay, ich komme. Hallo Hübsche. Diese sind für dich. Oh mein Gott, die sind wunderschön. Ich danke dir sehr. Ich konnte es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich auch Liebling. Wie war dein Tag? Ziemlich gut, aber jetzt geht es mir besser, weil du hier bist. Hey Schatz, ich habe die Wasserflaschen vergessen. Es ist wie 40 Grad draußen. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin Peter. Wer bist du? Peter, das ist Klaus. Klaus, das ist Peter. Peter ist hier, um die Wasserrohre zu überprüfen. Er ist Klempner. Ich wusste nicht, dass wir ein Klempnerproblem hatten. Natürlich weißt du das nicht. Du kochst nicht und spülst nie Geschirr. Welcher Klempner taucht ohne Ausrüstung auf? Und warum bist du überhaupt so elegant angezogen? Offensichtlich ist er heute nicht hier, um irgendetwas zu reparieren. Er ist hier, um zu inspizieren. Und dann gibt er mir einen Kostenvoranschlag, wie es ein echter Profi tut. Stimmt das nicht, Peter? Ja, natürlich. Okay, ich gehe jetzt. Kannst du das erklären? Wer war das? Ist er dein Freund? Er ist mein Ehemann. Dein Ehemann? Bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Du denkst nicht, dass du das früher hättest erwähnen sollen?
Das kann alles ändern, Lisa. Ich wollte die Beziehung zwischen uns nicht ruinieren, indem ich dir sage, dass ich verheiratet bin. Aber ich will kein Hauszerstörer sein. Du bist kein Hauszerstörer. Meine Ehe war vorbei, lange bevor ich dich überhaupt getroffen habe. Okay, aber ihr seid eigentlich immer noch verheiratet. Weißt du was? Ruf mich einfach an, wenn du Single bist, okay? Schau, ich kümmere mich um alles. Max und Klaus werde ich heute los. Meine Ehe wird heute enden. Willst du heute die Scheidung einreichen? So etwas in der Art. Schau, du liebst mich, richtig? Natürlich liebe ich dich. Okay, du musst mir vertrauen. Ich werde mich um alles kümmern. Ich schätze, ich muss meinen Mann und mein Kind loswerden. Was meinst du damit, dass du deinen Mann und dein Kind loswerden wirst? Nun, ich werde tun, was ich tun muss. Wenn ich die Scheidung einreiche, werde ich nur mit der Hälfte davon kommen. Und dazu will ich nicht. Wenn ich sie also loswerde, nehme ich alles. Aber was genau hast du vor, Lisa? Ich werde sowohl meinen Mann als auch mein Kind vergiften. Was? Willst du diese Sandwiches wirklich vergiften? Ja, es gibt keinen anderen Wahl. Aber das ist falsch, Lisa. Du musst mir vertrauen, Peter. Du liebst mich, richtig? Natürlich liebe ich dich. Aber das musst du wirklich nicht. Welche Wahl habe ich? Jetzt möchte ich nicht, dass du beteiligt bist. Also musst du zurück zu dir nach Hause gehen. Und ich werde dich heute Nachmittag treffen. Bist du sicher, dass du dies tun möchtest? Ich bin mir zu 100% sicher. 2 Stunden später. Mama, wir sind zurück. Willkommen zurück, Jungs. Ich habe euch ein paar Sandwiches gemacht. Oh, die sehen so lecker aus. Nun, während ihr esst, gehe ich duschen. Ich möchte, dass ihr bis zum letzten Bissen esst, okay? Okay, Mama. Vielen Dank. Ich liebe dich, Schatz. 10 Minuten später. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell vorbei ist. Peter, was machst du hier? Hast du es getan, Lisa? Natürlich habe ich. Aber ich habe dir gesagt, ich will dich nicht dabei beteiligen. Lisa, du bist verhaftet. Bitte, drehe dich um und lege deine Hände hinter den Rücken. Was sagst du? Hör auf, Spiele zu spielen. Lass uns gehen. Wir müssen hier raus. Nein, ich meine das ernst. Bitte, drehe dich um und lege deine Hände hinter den Rücken. Nein, das werde ich nicht tun. Was machst du gerade? Ich spiele keine Spielchen, Lisa. Es gibt etwas, das ich dir nicht über mich erzählt habe. Ich bin eigentlich ein verdeckter Ermittler. Du bist was? Bist du ein Polizist? Nein, ich bin eigentlich ein Detektiv.
Und warum hast du mir diese Informationen nicht gesagt? Nun, du hast mir auch nicht gesagt, dass du verheiratet bist. Du bist wegen versuchten Mordes an deinem Mann und deinem Sohn verhaftet. Hast du versucht gesagt? Was meinst du damit? Ja, sie werden in Ordnung sein. Komm mit und überzeuge dich selbst. Ich kann nicht glauben, dass du uns das antun wolltest. Wie ist das möglich? Du meinst, wie leben wir noch? Wir haben die Sandwiches nie gegessen. Wir haben sie einfach weggeworfen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du uns so etwas antun könntest. Was haben wir dir jemals angetan? Ihr Jungs habt nichts getan. Sie ist einfach verrückt. Woher wussten ihr überhaupt, dass ich das tun würde? Nun, wir waren eigentlich nie im Park. Als ich heute früher ging, hatte ich ein schlechtes Gefühl wegen Peter. Ich hatte den Verdacht, dass du mich anlügst, wer er war. Also habe ich vor dem Haus gewartet, um ihn ohne dich zu konfrontieren. Als ich das tat, sagte er mir genau, wer er war. Und er hat mir von deinem bösen Plan erzählt, uns loszuwerden mit den Sandwiches. Wie kannst du mir das antun? Wir sollten zusammen sein. Du liebst mich, richtig? Lisa, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der versucht, ihre eigene Familie zu töten. Leute, ich wollte nicht, dass das alles passiert. Hätte ich gewusst, dass sie verheiratet ist, hätte ich mich nie mit ihr verabredet. Ich verstehe. Ich glaube dir. Ich bin verärgert, aber dankbar, am Leben zu sein. Ich glaube nicht, dass ich dir das jemals verzeihen werde, Mama. Marco, du musst Mama helfen, Fotos für ihre Fans zu machen. Entschuldigung, Mama, ich kann gerade nicht. Ich muss dieses Projekt für die Schule morgen beenden. Schatz, diese Bilder sind wichtiger als dein Projekt. Diese Bilder helfen Mama, mehr Follower zu bekommen. Und die Follower mögen alle Mamas Fotos und machen ihre dummen Freunde eifersüchtig. Aber das ist das letzte Projekt des Jahres und es ist 80% meiner Note wert. Marco, komm sofort her und hilf mir, diese Bilder zu machen. Mama, ich habe keine Zeit. Jedes Mal, wenn ich dir beim Fotografieren helfe, dauert es ungefähr 2 Stunden. Bringen sie dir nicht in der Schule bei, immer auf deine Mutter zu hören und zu tun, was sie sagt? Weißt du was? Ich werde dir eine Lektion darüber erteilen, was passiert, wenn du nicht auf deine Mutter hörst. Mama, was machst du? Nun, sieh dich an, wie du wie ein kleines Mädchen weinst. Marco, ich möchte, dass du mir zuhörst. Du wirst nie etwas mit deinem Leben anfangen. Weißt du nicht, dass Gott uns alle unterschiedlich gemacht hat und dass wir alle bestimmte Talente haben? Zum Beispiel hat Gott mir diesen erstaunlichen Körper gegeben, mit dem ich im Internet berühmt werden und Geld von Make-up-Marken und Bikini-Marken bekommen kann. Und Gott gebe dir diese kleinen Hände dafür, dass du mein Telefon hältst und Fotos machst. Also komm schon.
Lassen wir Gott nicht im Stich und verschwenden wir unsere Talente. Okay, Mama. Das ist richtig, Schatz. Halte einfach diese Taste gedrückt. Wer ist es jetzt? Okay, du bleibst einfach hier und ich bin gleich wieder da. Thomas, was machst du hier? Du weißt, wir sind nicht mehr verheiratet. Ja, ich weiß, ich komme nur, um meinen Sohn zu sehen. Nun, das kannst du nicht. Ich habe das volle Sorgerecht, erinnerst du dich? Ja, weil Sie den Richter angelogen und gesagt haben, dass ich ihn körperlich misshandelt habe. Nun, eine so heiße Frau wie ich hat viele Tricks im Ärmel. Du bist ekelhaft, weißt du das? Ich weiß nicht, warum ich mich jemals in dich verliebt habe. Hör zu. Du musst mich meinen Sohn sehen lassen, okay? Nun, wenn ich das täte, wäre das ein Gesetzesbruch. Und ich bin ein gutherziger Mensch, der sich immer an die Regeln hält. Kann ich ihm dieses Geschenk wenigstens zum Geburtstag geben? Hat er heute Geburtstag? Papa, ich habe dich so vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Sohn. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Papa, du musst zurückkommen. Ich brauche dich. Ich weiß, keine Sorge. Ich habe einen Plan, okay? Ich habe dir noch ein Geschenk besorgt. Oh mein Gott, es ist ein Welpe. Wenn du einsam wirst, du hast jemanden zum Reden und Spielen. Was sagst du? Er kann mit mir reden, wenn er einsam wird. Marco, geh wieder rein. Und du, verschwinde von hier, bevor ich die Polizei rufe. Vielen Dank, Papa. Ich liebe dich. Vielen Dank für das Geschenk. Ich liebe dich auch, Sohn. Denke daran, ich habe einen Plan, okay? Wir werden uns bald sehen. Marco hat sich mit dem Hund, den sein Vater ihm geschenkt hat, richtig gut angefreundet. Sie spielten jeden Tag und jede Nacht. Sein Hund half ihm dabei, all die harten Zeiten zu überstehen. Wenn seine Mutter ihn anschrie und ihn zwang, Fotos von ihr zu machen. Maria wurde immer frustrierter, weil sie keine Aufrufe mehr für ihre Videos erhielt. Sie dachte immer über neue Wege nach, um immer mehr Aufrufe zu bekommen. 3 Wochen später. Ich kann nicht glauben, dass ich dich dazu abhole, ein Spiel für den dummen Hund zu besorgen. Mama, du hast versprochen, wenn ich die ganze Woche Fotos von dir mache, kaufe ich Max ein paar Spielsachen. Nun, wir sind angekommen. Jetzt hast du 3 Minuten Zeit, um deinem dummen Hund ein Spielzeug zu besorgen. 3 Minuten? Wir haben uns nie auf 3 Minuten geeinigt. Entweder 3 Minuten oder nichts. Nein, nein, bitte. Ich kann es tun. Was mache ich mit diesem Kind? Ich hasse ihn so sehr. Und ich hasse dich auch. Du dummer Hund. Ich denke, alle Hunde sind ekelhaft und sollten sterben. Was? Lisa hat gerade 1 Million Likes für ihr Video bekommen? Sie hat nur mit ihrem Sohn geweint? Jeder könnte das tun. Ich frage mich, wie ich Marco zum Weinen bringen konnte. Komm her, Welpe.
Mama wird dir nichts tun. 3 Minuten später. Max, du wirst das Spielzeug nicht glauben, das ich dir besorgt habe. Es war im Angebot und es war das letzte. Max? Max? Mama, Max bewegt sich nicht. Oh, tatsächlich? Das ist verrückt. Ich dachte, er schläft nur. Mama, wir müssen etwas tun. Bringen wir ihn ins Krankenhaus. Ja, wir werden das antun. Ich muss nur zuerst meinen Fans sagen. Was sagst du? Wir müssen uns beeilen. Dafür ist keine Zeit. Ruhig, ich muss mich konzentrieren. Oh mein Gott, Leute! Sie werden nie glauben, was gerade passiert ist. Unser kostbarer Hund, er bewegt sich nicht. Und mein Sohn Marco und ich, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir können einfach nicht aufhören zu weinen. Marco, komm hier, schau in die Kamera. Du musst mehr weinen. Worüber redest du? Mein Hund wird sterben. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Leute, das ist so schrecklich. Dieser Hund war nicht nur wie ein bester Freund, er war wie ein Sohn für mich. Wir brauchen jetzt dringend eure Unterstützung. Wenn Sie also liken und abonnieren könnten, hilft uns das durchzustehen. Denken Sie daran, zu liken und zu abonnieren. Wir müssen gehen, er atmet kaum. Es ist zu spät für deinen dummen Hund, okay? Außerdem sind diese Tierärzte schreckliche Menschen. Sie verlangen Tausende von Dollar, um Hunden zu helfen. Also, lassen wir Max einfach sterben? Ich habe wenig Geld gespart, um mir eine Gucci-Tasche zu kaufen. Und ich werde mein Geld nicht für deinen hässlichen Hund ausgeben. Madame, Sie sind verhaftet. Bitte steigen Sie mit erhobenen Händen aus dem Auto. Unter Arrest wofür? Was habe ich getan? Wegen Tierquälerei und Misshandlung Ihres Kindes. Tierquälerei? Ein Kind misshandeln? Ich habe nichts dergleichen getan. Außerdem hast du keinen Beweis. Nein, wir haben alle Beweise, die wir brauchen. Danke an Max. Ich habe ihm eine kleine versteckte Kamera ins Halsband gesteckt. Und gesehen, wie schlecht du ihn und unseren Sohn behandelt hast. Papa, wir müssen Max helfen. Er wird sterben. Keine Sorge, ich habe den Tierarzt angerufen. Er wird in ein paar Minuten hier sein. Vielen Dank, Papa. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch so sehr, Sohn. Der Tierarzt traf wenige Sekunden später ein und konnte Max etwas Medizin zum Atmen geben. Maria wurde für schuldig befunden und zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch das alleinige Sorgerecht für Marco wurde Thomas schließlich zugesprochen. Und Marco konnte nun bei seinem Vater leben. Es war einmal eine alleinerziehende Mutter namens Maria. Maria und ihr 10-jähriger Sohn Thomas lebten in einer kleinen Wohnung in einer Vorstadt von Berlin. Maria war seit einigen Jahren geschieden. Sie hatte Mühe, über die Runden zu kommen. Aber sie war immer dankbar für die Liebe und Unterstützung ihres kleinen Sohnes.
Alles änderte sich jedoch, als Maria einen Mann namens Klaus traf. Zuerst schien Klaus eine freundliche und fürsorgliche Person zu sein. Er war immer für Maria da, wenn sie ihn brauchte, und er kümmerte sich auch um Thomas. Im Laufe ihrer Beziehung bemerkte Maria jedoch, dass Klaus eine dunkle Seite hatte. Er war kontrollierend, manipulativ und missbräuchlich, sowohl emotional als auch körperlich. Trotz der Warnzeichen fühlte sich Maria von Klaus' Charme und Charisma angezogen. Sie verbrachte immer mehr Zeit mit ihm und vernachlässigte dabei ihren Sohn. Thomas versuchte, über den Missbrauch, den er miterlebte, zu sprechen. Aber seine Mutter wollte nichts davon hören. Sie war überzeugt, dass Klaus sie liebte und ihr niemals wehtun würde. Im Laufe der Zeit wurde Klaus' Verhalten immer unberechenbarer. Er geriet wegen Kleinigkeiten in Wutausbrüche und wurde sowohl Maria als auch Klaus gegenüber gewalttätig. Maria begann um ihre Sicherheit und die ihres Sohnes zu fürchten. Aber sie fühlte sich in der Beziehung gefangen. Eines Tages machte Klaus Maria einen Vorschlag. Er sagte ihr, dass er sie liebte und sie heiraten wollte, aber unter einer Bedingung. Sie musste Thomas loswerden. Er behauptete, dass Thomas eine Belastung für ihre Beziehung sei. Und dass er niemals glücklich sein würde, solange er in der Nähe sei. Ich kann nicht glauben, dass du meinen Sohn aus dem Haus werfen willst. Er ist noch ein Kind, und du bist erst seit ein paar Monaten bei uns. Tut mir leid, aber ich bin nicht für ihn zuständig. Papa, warum machst du das? Ich dachte, wir wären jetzt eine Familie. Ich verspreche, ich werde brav sein und dir aus dem Weg gehen. Du bist nicht mein Sohn, und ich schulde dir nichts. Du bist nur eine Last für mich und deine Mutter. Ich möchte, dass du bis Ende der Woche weg bist. Klaus, das ist nicht fair. Ich kann ihn nicht einfach so rausschmeißen. Er ist mein Sohn, und ich liebe ihn. Ich bin fertig mit Reden. Entweder er geht, oder ich gehe. Du entscheidest. Zuerst war Maria entsetzt über den Vorschlag. Wie konnte sie je einem Mann zuliebe ihr eigenes Fleisch und Blut aufgeben? Aber als Klaus' Druck zunahm und sein Missbrauch eskalierte, begann sie darüber nachzudenken. Sie begann zu glauben, dass Thomas loszuwerden der einzige Weg sein könnte, Klaus in ihrem Leben zu behalten. Eines Nachts, während Thomas schlief, packte Maria all seine Sachen zusammen. Dann ließ sie ihn vor der Tür eines Waisenhauses zurück. Sie sagte ihm, dass es ihr leid tue, aber sie müsse tun, was das Beste für sie und Klaus sei. Sie versprach, eines Tages zurückzukommen, um ihn zu holen. Aber tief im Inneren wusste sie, dass sie es wahrscheinlich nie tun würde. Thomas war am Boden zerstört. Er konnte nicht verstehen, warum seine Mutter ihn so im Stich ließ.
Er fühlte sich allein und verängstigt, umgeben von Fremden, die sich nicht um ihn kümmerten. Aber er gab die Hoffnung nie auf, dass seine Mutter eines Tages zurückkommen würde, um ihn zu holen. Inzwischen haben Maria und Klaus geheiratet. Eine Zeit lang schien alles perfekt. Thomas war nett und liebevoll zu Maria, und sie konnte sich endlich entspannen und glücklich sein. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich Klaus' wahres Gesicht wieder zeigte. Er wurde kontrollierender und missbräuchlicher als je zuvor. Er würde Thomas' Abwesenheit nutzen, um Maria zu manipulieren und Schuldzuweisungen zu machen, damit sie tat, was er wollte. Und Maria, die sich schuldig fühlte für das, was sie ihrem Sohn angetan hatte, würde sich fügen. Mit der Zeit begann Klaus immer offensichtlicher zu betrügen. Er brachte Frauen ins Haus, wenn Maria nicht da war, und gab ihr Geld aus, das sie hart verdient hatte. Maria wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber sie hatte Angst, ihre Beziehung zu verlieren, wenn sie sich mit Klaus konfrontierte. Jahre vergingen, und Thomas wuchs im Waisenhaus auf. Er versuchte ein paar Mal, seine Mutter zu erreichen, aber sie antwortete nie. Er begann die Hoffnung zu verlieren, dass er jemals wieder mit ihr vereint sein würde. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Eines Tages wurde Thomas von einem Anwalt kontaktiert. Er mitteilte ihm, dass seine Mutter gestorben sei, und ihm alles hinterlassen habe, was sie habe. Thomas war schockiert. Er hatte nie etwas von seiner Mutter erwartet, geschweige denn ihr Erbe. Er ging zu ihrer Beerdigung und war fassungslos, Klaus dort zu sehen. Klaus war gealtert. Aber er war immer noch dieselbe manipulative und missbräuchliche Person, an die Thomas sich erinnerte. Er versuchte mit Thomas zu reden, aber Thomas wollte nichts mit ihm zu tun haben. Er war nur da, um sich von seiner Mutter zu verabschieden. Nicht, um eine Beziehung zu dem Mann wieder aufleben zu lassen, der sie gezwungen hatte, ihn zu verlassen. Als die Beerdigung endet, spricht der Anwalt erneut mit Thomas. Er überreichte Thomas einen Brief, den seine Mutter geschrieben hatte, bevor sie starb. In dem Brief drückte Maria ihr tiefes Bedauern darüber aus, was sie Thomas angetan hatte. Sie erklärte, dass sie von der Liebe zu Klaus geblendet worden sei. Und dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht habe, indem sie ihren Sohn verlassen habe. Marias Brief enthüllte auch eine schockierende Wahrheit über Klaus. Er hatte sie die ganze Zeit manipuliert, ihre Liebe zu ihm benutzt, um sie zu kontrollieren. Außerdem isolierte er Maria vom Rest der Welt. Er hatte sogar ihr und Thomas' Leben bedroht. Falls sie jemals versuchte, ihn zu verlassen oder zu ihrem Sohn zurückzukehren. Das Lesen des Briefes erfüllte Thomas mit einer Mischung aus Traurigkeit, Wut und Erleichterung.
Endlich verstand er, warum seine Mutter getan hatte, was sie tat. Aber er fühlte sich auch verraten. Sie hatte sich von Klaus kontrollieren lassen und ihre Beziehung für ihn geopfert. Aber trotz alledem wusste Thomas, was er zu tun hatte. Er benutzte das Geld, das er von seiner Mutter geerbt hatte, um einen Privatdetektiv einzustellen, um Klaus aufzuspüren. Der Privatdetektiv fand Klaus wieder verheiratet mit einer anderen Frau mit einem kleinen Kind. Nach einem Monat Ehe zwang Klaus diese Frau, ihren Sohn aus dem Haus zu werfen. Als Thomas ihn konfrontierte, war Klaus schockiert und versuchte, alles abzustreiten. Aber Thomas hatte die Beweise. Den Brief seiner Mutter. Zeugenaussagen von Leuten, die Klaus' Missbrauch gegenüber Maria und Thomas gesehen hatten. Am Ende wurde Klaus festgenommen und wegen mehrfachen Missbrauchs angeklagt, einschließlich des Wärlassens von Kindern. Thomas verspürte Zufrieden, als er wusste, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden war. Er erkannte auch, dass er endlich seine wahre Familie gefunden hatte. Die Menschen, die ihn im Waisenhaus geliebt und betreut hatten. Von diesem Tag an schwor sich Thomas, nie wieder jemanden über sich oder sein Leben bestimmen zu lassen. Er entschied sich, seiner Mutter zu vergeben. Da er wusste, dass sie auch ein Opfer gewesen war, aber er vergaß nie, was sie getan hatte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.